Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen am neuen Video von mir. Ihr habt es gesehen, hier liegt eine riesengroße neue Holzplatte und aus genau der werden wir uns jetzt in den nächsten Folgen eine Küche in unser Canopy Camper reinzimmern. Also jetzt erstmal das Intro und danach alles weitere. Okay Freunde, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und jetzt erkläre ich euch erstmal, was wir in diesem Teil alles machen werden. Mein Ziel wäre es, in diesem Video die rechte Seite von der Küche wieder komplett reinzukriegen. Das heißt, die zwei Stellbretter neu zu kriegen, die Zwischenböden reinzubauen und die Schubladen wieder reinzubekommen. Ich weiß, das ist ein großes Ziel, das vor allem auch in einer Woche zu schaffen, aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir könnten das schon hinbekommen. Deswegen, um euch nicht groß zu langweilen jetzt, wie ich alles zurechtsäge und ausmesse und keine Ahnung was, bauen wir erstmal die zwei großen Stellbretter und dann zimmern wir das Ganze zusammen in den Canopy Camper rein. So, was soll ich sagen? Was für euch so vielleicht jetzt so 1-2 Minuten waren für mich 2 Tage. Die ganzen Bretter anfertigen hat jetzt richtig viel Zeit gezockt, aber ich glaube, jede Minute hat sich gelohnt. Das ist richtig geil geworden. Die Bretter sind jetzt schön lasiert, sie sind so ausgesägt, dass sie passen. Wir haben, wie ihr gerade gesehen habt, sie auch noch mit Filz bezogen, dass es einfach ein bisschen wohnlicher und ein bisschen gemütlicher aussieht und diese einzelnen Compartments innen drin alle komplett befilzt sind.
Das Ganze schützt natürlich auch und sieht halt auch einfach viel, viel cooler aus, finde ich, ist meine Meinung. Im nächsten Schritt werden wir jetzt mal gucken, ob die Bretter noch so weit reinpassen, weil das wäre schon sinnvoll. Und dann müssen noch Winkel dran geschraubt werden und dann können wir die Bretter Stückchen für Stückchen der Reihe nach reinschrauben. Und dann können wir uns nachher mal angucken, wie das Ganze aussieht. So, Freunde. Wir packen das erste Brett jetzt mal rein. Schauen mal, ob es grundlegend reinpasst. Also ich habe es schon mal getestet, ob es reinpasst, aber jetzt immer noch nach dem Streichen und Befilzen. Und dann überlegen wir uns, wo wir überall Winkel hinmachen, dass das ganze Brett nachher hält. Also, so soll das ganze Brett dann nachher rein. Und dann muss es noch unten hin gestopft werden. Oben. So. Und dann wird das nämlich ziemlich gut. Und dann würde ich mal behaupten, passt dieses Brett ziemlich gut rein. Meine Idee wäre jetzt, da ein Winkel, da, da und dann auf der Rückseite, natürlich nicht auf der Vorderseite, noch hier ein Winkel und dann müsste das eigentlich in alle Richtungen versteift sein, dass sich dieses Brett nicht mehr bewegt. Also schrauben wir im nächsten Schritt jetzt mal diese Winkel an dieses Brett dran. Akkuschrauber. Und jetzt brauche ich im nächsten Schritt noch so ein Kantholz, damit der Winkel dann auch wirklich im rechten Winkel an diesem Brett ist und nicht zu hoch oder zu tief oder sonst auch was auch immer, keine Ahnung. So, dann wollen wir mal anfangen. Die ganzen Winkel sind überall dran. Das heißt, es kann losgehen. Los. Jawohl, Freunde, wie geil ist das denn? Das erste Brett ist drin, das ist mega stabil, das freut mich richtig und ich persönlich finde, das sieht richtig geil aus. Also mit diesem Filz gefällt mir richtig, richtig gut. Ich würde sagen, das war der Startschuss für unseren Kücheneinbau. Nächstes Brett und weiter geht's. Ja? Bei anderen müssen wir dann theoretisch vom Boden messen. Das ist auch nicht schlimm. Okidoki, Freunde, wahrscheinlich habt ihr gerade relativ wenig gesehen, weil in dem Canopy Camper ist dann doch relativ wenig Platz für 2 Personen, eine Küche und dann auch noch eine Kamera, die so anständig filmt, als dass man alles sieht. Das muss ich euch leider enttäuschen. Wenn ihr auf der Suche nach so einem großen Camper seid, dann seid ihr leider mit einem Canopy Camper falsch. Aber Spaß beiseite.
Die ersten 3 Teile sind jetzt endlich drin. Wie gesagt, ihr habt wahrscheinlich relativ wenig gesehen. Das war auch ein bisschen tricky, aber hat dennoch eigentlich echt gut funktioniert. Ich zeige euch das Ganze mal und es ist auch noch nicht fertig, logischerweise. Aber es sieht schon echt cool aus. Also es fühlt sich schon wieder so an wie der richtige Schritt in die richtige Richtung. Auch alles jetzt mit diesem Lack, den wir drüber machen und überall Filz und so, das sieht schon echt cool aus. Also das kostet alles viel mehr Geld als davor, aber ich finde, jeder Cent, den man da rein investiert, lohnt sich. So sieht das Ganze jetzt von hier drinnen erstmal aus. Da fehlt jetzt noch ein Zwischenboden. Da unten fehlen logischerweise die Schubladen noch drin. Aber prinzipiell ist es einfach schon mal ziemlich cool. Hier ist es dann, diese ganzen Sachen, die dann hier drinnen liegen, also unser ganzes Geschirr und so weiter, ist dann einfach mal richtig gut geschützt dieses Mal. Hier durch den ganzen Filz überall. Das rubbelt sich nicht das Holz irgendwie auf oder sieht dann irgendwie doof aus. Also ich würde sagen, richtig gut. Im nächsten Schritt bauen wir jetzt hier dieses Querbrett ein, bauen hier oben noch dann diese Steckdose ein, die ihr gesehen habt in meinem Roomtour-Video damals. Aber wie auch immer, wie ich euch im Prinzip eigentlich immer predige, Stückchen für Stückchen zimmern wir diesen ganzen Canopy Camper hier wieder rein und ich glaube, das wird ziemlich gut. Ich freue mich echt wirklich richtig, wenn das Ganze hier dann weitergeht und die Küche drin ist. Ich glaube, das wird wirklich gut. So, ich glaube, das wird jetzt auch nochmal ein kleines Gebastel. Aber das müsste schon ganz gut werden. Der einzige, nein, ist eigentlich kein Nachteil, aber diese 9 mm Bretter, die verziehen sich teilweise ein bisschen durch dieses Lasieren. Aber ist gar kein Problem. Jetzt spannt das wenigstens schön und ich kann es gemütlich einrichten. Das ist das Brett, wo das nachher hinpassen muss. Das heißt, ich kann das jetzt einfach schon mal hier hinlegen und kann das schon mal ungefähr anpassen. So. Okay Freunde, im nächsten Schritt müssen wir jetzt dieses U-Dingens hier nachbauen. Das kommt dann nachher hier oben so rein. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht oder nicht, aber das ist auf jeden Fall zu groß geworden. Ich weiß es nicht genau, was jetzt da das Problem war. Das kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall ist es zu hoch. Und wir müssen es einmal neu bauen. Wofür ist das Ganze? Ich habe ja hier diese 12 Volt Steckdose und hier hinten kommt ein 12 Volt Kabel an, was normalerweise hinten auf der Ladefläche verbaut ist. Also wenn ihr mal schaut auf eurem Fahrzeug auf der Ladefläche und das noch nicht rausgebaut habt, diese Kunststoffwanne, da habt ihr so eine 12 Volt Steckdose. Ansonsten, wenn ihr die nicht habt, dann habt ihr halt hier so ein Kabel. Und da ich das nicht einfach nur rumliegen lassen möchte, sondern theoretisch verwenden möchte, habe ich auf jeden Fall das jetzt nachgebaut und dann habe ich halt hier noch eine 12 Volt Steckdose zusätzlich. Also, los geht's. Was ich nur mal kurz erwähnen wollte, das ist nicht zu hoch geworden, weil ich es gerade gebaut habe, sondern das ist zu hoch geworden, weil es in meinem alten Ausbau drin war. Und eigentlich wollte ich das in meinen neuen Ausbau einfach wieder mit reinbauen, aber es passt jetzt halt von der Höhe einfach nicht und deswegen bauen wir es neu. Okay Freunde, ich bin soeben darauf gekommen, was das Problem war. Das war ein kleiner, dezenter Denkfehler von mir. Wie erkläre ich euch das am besten? Diese Pritsche hier hinten, die läuft nicht gerade nach hinten weg, sondern die wird im Prinzip nach hinten, wie soll ich euch das am besten zeigen, die wird nach hinten, wird die höher. Ich schätze mal, damit Wasser abläuft. Also dass wenn Wasser drin steht, dass das Wasser nach hinten abläuft, weil hinten habt ihr eine Rille, die eigentlich offen ist. Und ich schätze mal, dass halt eben Wasser ablaufen kann. Ist diese Ding so. Das ist mir beim letzten Ausbau auch schon passiert, aber jetzt wollte ich mir eben noch mal Gedanken machen, warum das Ganze so ist. Und das Teil aus dem alten Ausbau war nicht zu hoch, sondern das Problem ist,
dass eben diese Pritsche immer höher wird. Das heißt, diese Bretter, die müssen nach hinten halt auch länger werden, also höher werden. Das heißt, wenn ich hier hinten diese Bretter insgesamt 83 hoch mache, dann muss das Brett halt hinten einfach höher werden, als dass ich immer zwischen Loadbar und hier oben meinen Abstand von 31, also ungefähr 31 cm habe. Deswegen muss ich hier jetzt einfach nochmal eine Leiste oben drauf leimen. Ist nicht so schlimm, weil man sieht es eh nicht. Da kommt ja noch dieses Stellbrett davor. Und vor allem auch hier vorne, also man sieht es nicht. Und dann kann ich das Ding wieder einbauen. Das passt, also das müssen wir theoretisch nicht nochmal neu bauen. Allerdings muss ich mir auch hier hinten Gedanken machen, dass ich das dann einfach höher baue und es dann halt ordentlich wird. Wir haben eben nur 30,5 oder eben 30,6 cm. Wenn man das jetzt allerdings nach hier oben nimmt, dann haben wir wieder unsere 31,1 cm. Das heißt, ich muss jetzt hier einfach nur eine Leiste drauf leimen und dieses Dingens hier können wir ganz normal wieder drauf bauen. Was mir wichtig ist bei dem Ausbau, ich weiß, ich baue alles komplett neu. Ich habe einen Haufen Holz jetzt neu gekauft, diese ganzen 2-3 Platten, die ich besorgt habe und so weiter. Aber alles in allem würde ich eben gerne erwähnen, alles, was ich nochmal verwenden kann aus meinem alten Ausbau, möchte ich nicht nochmal neu machen, weil es geht auch um Ressourcen, die man nicht verschwenden sollte. Deswegen, auch wenn ihr irgendwelche Sachen macht, kümmert euch mal drum oder schaut mal, dass ihr vielleicht alte Sachen auch wieder verwenden könnt, die vielleicht wieder neu aufmöbeln könnt oder aufpolieren oder vielleicht nochmal neu überschleifen, dass die ganzen Sachen halt einfach wieder gut aussehen, aber man sie einfach nicht in den Müll schmeißen muss. Das ist mir tatsächlich auch wirklich wichtig. Jetzt muss dieses ganze Dödel-Ding hier oben drauf. So sieht das Ganze zeitlich aus. Also wie ihr seht, das sieht einfach kein Mensch. Wenn man hier vorne drauf guckt, so, gucken wir, was er kennt, dann sieht man es eventuell ein ganz bisschen, aber ansonsten so von der Seite merkt es auf jeden Fall kein Mensch. Also bauen wir dieses Stellbrett mal ein, Freunde. So, jetzt zeige ich euch mal die Küche von innen. So sieht das Ganze aus. Das Brett haben wir gerade eingebaut. Dann hat man hier die erste Ablage, zweite Ablage und unten kommen die Schubladen dann rein. Okay, Freunde, somit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt und ja, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall schon wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen. Die rechte Seite von unserer Küche ist jetzt wieder soweit drin. Da, wo die Schubladen unten reinkommen. Mit den Schubladen habe ich mir Gedanken gemacht. Ich werde sie jetzt noch nicht einbauen in diesem Video, weil ansonsten werde ich sie im nächsten Video dann nochmal einbauen und verändern müssen, wenn die Frontplatte drauf ist. Deswegen erstmal noch keine Schubladen drin. Das wird dann irgendwann in den nächsten Videos kommen. Mir gefällt das Ganze auf jeden Fall richtig gut, das mit der rechten Seite von der Küche. Und ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Ob euch es auch gefällt, ob ihr bis jetzt schon irgendwas anderes gemacht hättet oder wie auch immer. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, dass dem ein oder anderen Video hoffentlich auch weitergeholfen hat. Das würde mich riesig freuen. Wenn das der Fall sein sollte, dann gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen, die es auch interessieren könnte. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann jetzt nicht vergessen, auf Abonnieren zu klicken und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr nämlich auch sonntags benachrichtigt, wenn wir die Videos hochladen und verpasst nichts, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr das Ganze auch nicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen, Freunde. Ich bin raus aus diesem Video, haut rein und ciao.